Ja, liebe Zuhörerinnen, Zuschauer, wir möchten euch heute etwas nahebringen, was in wirklich vielen Situationen Menschen wahnsinnig helfen kann. Und es wird sicherlich nachher nochmal gesagt werden. Mir ist das, was wir heute anbieten, ein Herzensanliegen, weil ich einfach gesehen habe, es gibt ganz viele, die sind ziemlich ins Schwitzen gekommen, als da ein Verwandter gestorben ist und dann auf einmal, ja, die Finanzierung von allem wackelte. Und deshalb habe ich heute eingeladen den Uwe Unger. Er ist hier der Bezirksleiter der Gotha Versicherung. Und ich habe eingeladen Heinke Wedler. Heinke Wedler hat seit über 25 Jahren hier an der Bergstraße ein Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement. Und ihr ist dieses Thema auch schon seit über 25 Jahren bewusst, wenn eben halt ein Trauerfall passiert. Und ja, wie geht es dann an dieser Stelle auch finanziell weiter? Lieber Uwe, zuerst begrüße ich dich jetzt. Schön, dass du da bist. Ja, lieber Stefan, danke für die Einladung und ja, danke, dass wir zusammen dieses Thema betreiben können. Und wie du es schon gesagt hast, super spannend. Aber ich denke, wir werden uns jetzt gleich über den Inhalt unterhalten und über das, was passiert und das Warum. Und ja, da freue ich mich drauf. Danke für die Einladung. Da ich davon ausgehe, dass Heinke jeden Moment da ist, frage ich dich jetzt erstmal, wie bist du bisher mit dem Thema Trauer in Verbindung gekommen? Ja, als Versicherungsmensch, also vielleicht 2 Worte noch zu mir. Mein Name ist Uwe Unger. Wie du schon gesagt hast, habe ich hier eine Bezirkssektion der Gotha in Lautenbach. Und das ist eine größere Agentur. Wir sind insgesamt zu 12 und in zweiter Generation. Das heißt, ich darf schon ab dem ersten Tag meiner Tätigkeit mich mit dem Thema beschäftigen, weil wir halt Kunden aller Altersstrukturen haben. Und das Thema Trauer, logischerweise, trifft uns natürlich, ich sag mal, zum Glück nicht täglich, aber leider regelmäßig, dass Menschen versterben. Und ja, da hast du mit den, sag mal, normalen Folgen von einem Todesfall für die Familie, für die Angehörigen zu tun. Und du hast natürlich auch mit den Finanzen zu tun und was mit den Finanzen dann letztendlich auch passiert. Also auf der einen Seite gehört es zum Job, auf der anderen Seite ist natürlich ein Thema, wo man sich nicht so gerne damit beschäftigt, aber ja, für uns ist es Alltag. Es ist klar, dass man sich da mit seinem eigenen Ableben nicht so gerne mit beschäftigt, denn entweder man muss selbst oder ein geliebter Mensch muss gehen. Aber dann ist es eben halt wichtig, dass man in dem Moment nicht auch als Familie ins Bodenlose fällt. Aber da kommen wir nachher dazu. Ja. Ja, lieber Heinke, du hast hier in Laudenbach seit über 25 Jahren ein Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement. Und da bist du ja auch immer wieder mit dem Thema Trauer konfrontiert worden, auch Tod im Unternehmen. Wie bist du zu diesem Thema insgesamt gekommen? Lass da mal die Zuhörer und Zuschauerinnen Teil des Wissens werden. Ja, im Prinzip bin ich mit dem Thema schon sehr, sehr früh in Kontakt gekommen, im beruflichen Kontext, als ich mich um schwangere Mitarbeiterinnen gekümmert habe, nämlich die Beratung da gemacht haben, was dürfen sie jetzt als werdende Mütter noch tun, was dürfen sie nicht mehr. Ja, wenn dann besprochen wird, was für Tätigkeiten absolut nicht mehr erlaubt sind und man trifft dann diese Mitarbeiterin kurze Zeit später wieder genau dort bei dieser verbotenen Tätigkeit an, wo man weiß, ja, es war so wichtig für sie, ein Kind zu bekommen, äh, dass es offensichtlich ist, ja, die Schwangerschaft besteht nicht mehr. Was sagt man dann? Ich hatte genauso auch ja in Firmen schwer kranke Mitarbeiter, die nach Leidenszeit verstorben sind,
Wir hatten aber leider auch schon ja, plötzliche Todesfälle in Unternehmen, sei es jetzt durch Selbstmord im Unternehmen oder durch internistische Notfälle im Unternehmen. Genauso, aber das habe ich jetzt persönlich zum Glück noch nie miterlebt, tödliche Arbeitsunfälle. Aber das ist natürlich auch denkbar. Seinerzeit, als ich angefangen hatte, meine berufliche Laufbahn in einem Ingenieurbüro, äh, war ich sogar auf so eine Stelle gekommen. Der Kollege, der vor mir an dem Schreibtisch saß, war tödlich auf dem Weg zur Arbeit verunglückt. Es ist mitten im Leben und in dem Moment, wo man dann die Information bekommt, die Nachricht bekommt, und da war ich ja nun in meiner früheren Tätigkeit des Öfteren dabei, wenn dann die Damen und Herren in dem heute blau-weißen Firmenwagen kommen und sagen, wir müssen da mal eine Nachricht überbringen, dann ist die Familie zuerst geschockt. Keiner weiß im Augenblick mehr, wie gerade auszudenken ist, voller Trauer. Und in dem Moment, wo sich da ein bisschen der Dunst, der Nebel lichtet, dann kommt gleichzeitig die Frage, wenn es eben halt auch der Hauptverdiener war, wie geht es weiter? Denn es ist ganz klar, in dem Moment, wo jetzt es da zum Todesfall gekommen ist, da steht die Beerdigung an. Eine Beerdigung hier an der Bergstraße kostet ungefähr zwischen 5.000 und 8.000 Euro. Und dabei hat man noch nicht den kompressionösen Stein oder sonst etwas, sondern im Endeffekt eine ganz normale Beisetzung. Dann kommt natürlich hinzu, dass automatisch das letzte Gehalt entweder schon überwiesen ist oder je nachdem, wie die Anstellungsverhältnisse sind, gerade in der letzten Überweisung drin sind. Das heißt also, auch danach ist erstmal die Frage, wie geht es weiter? Und der Lebensstandard ist bei manchen dann so auf Kante genäht, dass man dann möglicherweise aus der Wohnung, die man im Augenblick hat, ausziehen muss. Und jeder weiß, am gleichen Ort, in gleicher Größe eine Wohnung zu finden, wenn man schon 20 Jahre da wohnt, das geht nicht zum gleichen Preis. Und in dem Moment sind wir bei einer Herzensangelegenheit von mir und einem Angebot, Uwe, von dir und von der Gotha, wo ich euch duschig gemacht habe. Das habe ich mit Bewusstsein gemacht. Ja, kann ich nur bestätigen, aber es ist auch gut. Und ja, ich habe dir das ja auch schon persönlich gesagt, dass ich glaube, es braucht dann Menschen wie dich, die dann einfach nicht aufgeben und die sich dann an dem Thema festbeißen und das dann weiterverfolgen, auch wenn es jetzt nicht im ersten Zuge logisch erscheint. Und an der Stelle erstmal danke dafür, dass du das gemacht hast, dass du so beharrlich bist und warst und an dem Thema dran geblieben bist. Und ja, auf der anderen Seite muss ich auch wirklich sagen, bin ich wirklich stolz drauf, dass es mir dafür eine Lösung gefunden haben und dass es auch was ist, was zu diesem Thema passt. Wie du eben schon richtig beschrieben hast, ist ja einer der Mythen, die es da draußen gibt, dass wenn dir was passiert, irgendjemand kommt, ein Geldonkel mit einem Koffer Geld oder irgendeine Krankenkasse bezahlt was oder irgendeine Rentenversicherung oder was auch immer. Und ja, das ist leider ein Mythos. Hast du kein Sparbuch, ist da nicht Geld da. Und dann endet es erstmal. Und selbst wenn Gelder da sind, ist es oft schwierig und nicht sehr, sehr schnell an diese Gelder dran zu kommen. Und das ist das Thema, was wir hatten, dass in dieser Situation, wo plötzlich emotional, persönlich der Boden weg ist, weil dein Partner verstorben ist oder das Elternteil oder was auch immer. Und haben wir die Lösung ja gefunden, dass der Arbeitgeber dafür sorgen kann, dass es 3 Monatsgehälter dann weitergibt. Heißt, dass nicht in dem Monat, wo derjenige verstirbt, das Geld dann plötzlich weg ist. Und es ist nicht nur so, dass da eine Beerdigung zu finanzieren ist, sondern unter Umständen war das Auto in der Familie ein Firmenwagen, der abzugeben ist, wo für Mobilität zu sorgen ist, wo es am Ende darum geht, wie läuft es weiter. Und mit diesen 3 Monatsgehältern, die weiter bezahlt werden, im Todesfall und im Falle der schweren Erkrankung, ist sichergestellt, dass man ein Vierteljahr Zeit hat, um seine Dinge zu organisieren, sich selbst zu organisieren, ohne einen Cent weniger in der Tasche, als es vorher gewesen ist. Und das exklusiv über den Arbeitgeber. Das heißt, man muss sich dort um nichts kümmern.
Das heißt aber in letzter Konsequenz, der Angehörige ruft dann bei dir an oder ruft beim Arbeitgeber an und sagt, mein Mann ist heute Morgen tot aufgewacht. Hier ist die Sterbeurkunde. Wir haben den Fall, dass er A nicht wiederkommt und B den Versicherungsfall. Und in dem Moment kommt dann der Arbeitgeber auf dich zu und sagt, wir haben einen Versicherungsfall. Und was passiert in dem Moment? Genau, also der Weg ist genauso, wie du ihn beschrieben hast. Also in dem Beispiel von dir würde die Witwe dann in der Firma anrufen und sagen, mein Mann kann heute und morgen und auch übermorgen nicht mehr zur Arbeit kommen. Und ich sag mal, dann geht bei den Arbeitgebern die Maschinerie los. Das ist ja, ich sag mal, der Teil, wo ihr spezialisiert drauf seid, um den Unternehmen genau hier die Handreichungen, einen Fahrplan, einen Weg zu geben, wie sie als Firma damit umgehen. Und unser Part ist an der Stelle der Firma die Möglichkeit zu geben, sowas abzusichern und dann auch genauso, wie du es gesagt hast, die Firma würde sich dann an uns wenden, würde sagen, hier, einer unserer Mitarbeiter, der versichert ist, verstorben. Wir bekommen die Sterbeurkunde und wickeln dann die Zahlung mit der Witwe oder halt mit den Familienangehörigen des Mitarbeiters, Lebensgefährte, was es auch immer ist, wickeln wir dann ab. Also an der Stelle ist es tatsächlich so, dass die Angehörigen einen Weg gehen. Sie müssen den Arbeitgeber verständigen, sie müssen eine Sterbeurkunde vorlegen, die bekommen wir dann und dann wickeln wir ab. Genauso sieht's aus. Das heißt also, du würdest dann jetzt beispielsweise mit der Witwe Kontakt aufnehmen und dann würdest du natürlich auch sagen, auf welches Konto überweise ich. Denn manchmal haben wir ja auch die Situation, dass die Ehepaare ein Konto haben, aber nur der Mann oder nur einer der beiden verfügungsberechtigt ist. Und in dem Moment, wo der natürlich nicht mehr da ist, kommt keiner ans Geld ran. Das ist in dem Moment auch gewährleistet. Absolut. Also die Todesfallleistung kannst du ja nicht an den Versicherten ausbezahlen. Also im Krankheitsfall ist was anderes, aber im Todesfall ist der ja nicht mehr da. Das heißt, wir haben immer Angehörige, an die wir auszahlen und von denen bekommen wir eine Bankverbindung, den Nachweis über die Sterbeurkunde und im Endeffekt ist unser Okay ja dann letztlich der Arbeitgeber, weil der ist unser Kunde und der sagt dann, alles klar, das wird bezahlt und dann geht das Geld raus. Ja. Und ich weiß aus Erfahrung, eure Versicherung gibt's, diese Police gibt es noch nicht so häufig, zumindest nicht unter diesem Aspekt. Aber ich weiß, dass sie funktioniert, denn ich kenne jemanden, der sie hat. Das ist das eine und das andere ist, also die Police in der Konstellation ist wirklich handgestrickt, aber das System, ich sag mal, als Versicherung im Todesfall Gelder auszubezahlen, ist ja jetzt nichts Neues. Also das ist ein Standardvorgang bei jeder Versicherung und auch in dem Fall. Das, was hier halt wirklich hervorragend ist, ist dieser Weg über den Arbeitgeber, weil wir halt sehr zeitnah informiert werden. Das hast du ja oft nicht. Da suchen Angehörige Unterlagen, telefonieren rum oder wie auch immer. Und in dem Fall ist ja so, in dem Moment, wo der Arbeitgeber verständigt ist, sind wir verständigt und wir haben meistens dann auch alle Unterlagen. Das heißt, da gibt es keinen Bruch, dass nochmal Sachen angefordert werden müssen, weil du hast dann alles, weil das, was der Arbeitgeber braucht, ist im Endeffekt auch das, was wir brauchen. Heinke, du hast ja als Schwerpunkt Arbeitssicherheit und BGM. Was hat ein solches Angebot auch gerade für das BGM für Auswirkungen? Ja, was mache ich überhaupt im BGM? Im BGM schaue ich ganzheitlich, dass es meinen Mitarbeitern gut geht, besonders dann auch hinsichtlich psychischer Belastungen. Und das ist natürlich eine ganz klare Sache. Ich kann da entspannter in die Zukunft schauen, was angeht die Absicherung von meiner Familie, von meinen Lieben. Das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Denn wie du schon gesagt hast, Stefan, und natürlich auch Uwe, wenn es zum Fall der Fälle kommt und vielleicht aus Altersgründen auch noch gar nicht so sehr vorgesorgt worden ist oder werden konnte. Und wenn man dann auch noch im Hinterkopf hat, was jetzt überhaupt kleine Witwenrente für eine hinterbliebene Frau heißt, ja, das ist ja im Prinzip ja vielen jüngeren Jahrgängen ja überhaupt gar nicht klar, dass da dann nicht im Prinzip das Geld so lustig weiterfließt. Da zu wissen,
ja, meine Firma sorgt für mich. Sie schaut auf mich ganzheitlich, nimmt mir da die Last und hilft mir und dann auch meiner Familie weiter auf festeren Beinen zu stehen. Mhm. Ja, denn auch die Kosten, die da auf einen zukommen, abgesehen dann noch von der psychischen Belastung, möglichen Umzügen und so weiter und so fort. Also da kommt ja ein ganz, ganz gewaltiges Paket auf einen zu. Ich habe es gerade so mehr oder minder ja miterlebt. Nicht, aber meine Tochter hat es mir erzählt. Sie arbeitet in einer größeren Anwaltskanzlei und der Inhaber schon gesetzteren Alters hat in hohem Alter seine Mutter verloren. Aber auch der war erstmal ja ein paar Wochen außerhalb jeglicher Leistungsmöglichkeit, weil er rechts und links so mit allem Möglichen bombardiert wurde. Ähm, wenn das dann im Unternehmen passiert, äh, das ist schon eine heftige Nummer. Ja, und da können einfach die Mitarbeiter äh, dadurch beziehungsweise die Familien deutlich entspannter äh, ja, in die Zukunft schauen. Mhm. Uwe, wie ist das? Was muss ich jetzt als Personalabteilung tun, wenn die Chefetage sagt, wir machen das? Ist relativ einfach. Du hast hier ja den Link auch von unserer Seite. Also wir haben eine separate Landingpage, die wir zusammengestaltet haben, wo dann die Leute ihr Interesse äußern können. Das heißt also, keiner, der hier teilnimmt oder der hier zuguckt, wird irgendwie angeschrieben oder beworben oder was auch immer, sondern die Leute müssen schon aktiv auf uns zugehen und geben dann ihre Daten bekannt. Dann findet ein persönliches Gespräch statt, einfach um abzustecken, wie sind die Eckpunkte, die der Kunde wünscht, der Interessent wünscht, was können wir an der Ecke bieten. Der Vorgang an sich, wenn man sich einig ist überschaubar, weil das, was wir tun, ist, wir haben Rahmenverträge bis hin zur Betriebsvereinbarung, wenn die Firma betriebsratsorganisiert ist, worin dann festgelegt wird, wer was bekommt. Und dann bekommen wir, wenn also einmal dieser Rahmen gestrickt ist, regelmäßig vom Personalmenschen oder HR-Mitarbeiter dann einfach in Listenform mitgeteilt, wer in diesen Rahmenverträgen wie mitversichert ist. Also dass auch immer gewährleistet ist, dass die versicherten Summen dann ausreichend sind. Und damit steht, ich sag mal, der Rahmen und es steht der Vertrag. Das heißt, auch der Arbeitgeber kann dann in den Personalgesprächen seinen Mitarbeitern sagen, pass auf, wir haben hier mindestens 3 Monatsgehälter bei schwerer Krankheit und bei Todesfall für euch. Ihr könnt eure Familien entsprechend informieren und hat dann damit zum einen ein Sonderstellungsmerkmal in den Gesprächen und in der Bewerbung auch von neuen Bewerbern. Und der Aufwand für den Kunden selbst ist sehr, sehr überschaubar. Also ich sage mal so, der Personaler, wenn der Rahmenvertrag einmal eingerichtet ist, hat nicht mehr Aufwand. Der muss eher an Krankenkasse, Rentenversicherung die neuen Mitarbeiter melden und dann werden die bei uns mitgemeldet und damit ist die Sache erledigt. Also mal flapsig gesagt, auch jetzt gerade für ein kleineres Unternehmen, 25 Mitarbeiter, das ist im Endeffekt ein Excel-Sheet, Vorname, Name, Adresse, Geburtsdatum und dann hattest du ja schon mal gesagt, ist er Raucher oder nicht Raucher? Mehr Genau. juckt nicht. Nein. Also Ja. das sind genauso wie du es beschreibst, das sind die Sachen und dieses Excel-Sheet, das machen wir. Das stellen wir natürlich zur Verfügung, weil wir wissen, welche Informationen wir benötigen. Und damit wird es dann regelmäßig abgeglichen oder bei Veränderungen und genau die Größenordnung, wie du sagst, wenn die 20, 25 oder 30 Mitarbeiter haben, da ist es natürlich extrem wichtig, dass das schlank ist, dass das einfach ist, dass das gut zu handeln ist und ich sag mal, eine Riesenfirma, die 5, 6, 7, 8 Leute in der Personalabteilung sitzen hat, die können auch gerne mal mehr Aufwand betreiben, aber genau in der Größenordnung, wo unter Umständen der Geschäftsführer oder die Geschäftsleitung das noch mitmachen muss, muss es schlank sein. Und das ist genau das, was wir tun. Und wenn ich das richtig eben gerade verstanden habe, die Tinte ist gerade trocken bei dem neuen Bewerber. Er kommt den ersten Tag zu euch und in dem Moment, er kommt den ersten Tag zum Unternehmen und in dem Moment ist er bei euch schon abgesichert. Gibt es da Wartezeiten? Nein,
Der Beginn ist tatsächlich so, wie wir vom Arbeitgeber gemeldet bekommen. Also wenn der Arbeitgeber, wie es ja üblich ist bei einem Arbeitsverhältnis, was weiß ich, jetzt hier Mitte Juli sagt, Achtung, ich habe bei der Krankenkasse und wo auch immer ab 1.8. neuen Mitarbeiter oder ab 1.9. und wir werden informiert und dann ist der ab diesem Tag dann auch versichert. Ab dem Tag beginnt der Versicherungsschutz. Eine Wartezeit gibt es hierfür nicht. Und was auch wichtig ist, ab einer Größenordnung von 20 Personen findet das alles auch ohne Gesundheitsprüfung statt. Also das ist, auch wenn jemand kommt und hat irgendeine Geschichte, die gesundheitlich anzugeben wäre bei einer Versicherung, das muss bei uns nicht gemacht werden. Das heißt also, bei euch wird ja im Endeffekt dann ausgezahlt und da wird nicht gesagt, wir haben da auch noch einen anderen Job, auf den können wir Sie ja verweisen. Nein, also wir sind keine, also ganz bewusst, es geht hier nicht um die 100% Versorgung, dass jemand, der mit 40 aufgrund von einer psychischen oder gesundheitlichen Erkrankung nicht mehr arbeiten gehen kann, ein Leben lang eine Rente bekommt. Das ist ein anderes Thema, das muss individuell geklärt werden. Das, was wir tun, ist, wir unterstützen die Arbeitgeber und nehmen denen ein Stück Verantwortung, so wie es die Heinke eben auch beschrieben hat, dass die Mitarbeiter sich zu Hause fühlen, aufgehoben fühlen und behütet auch fühlen, nehmen wir den weg, dass der Arbeitgeber sagen kann, okay, wenn wirklich so ein schlimmer Fall passiert, es verstirbt jemand, Anruf aus dem Urlaub, dass jemand verstorben ist, am Arbeitsplatz, wie auch immer, also ein angestellter Mitarbeiter verstirbt, und dann ist dieses Thema Finanzen für das nächste Vierteljahr erstmal genauso, wenn er arbeiten kommen würde. Alles darüber hinaus muss die Familie, der Angehörige, der Mitarbeiter natürlich selbst klären. Das ist, ich sag mal, das sprengt den Rahmen dessen, was wir hier tun. Aber diese Soforthilfe für 3 Monate, ich kenne niemanden, der das ablehnen würde. Das ist einfach ein Segen, dass du dir an der Stelle sagen kannst, ich habe jetzt 3 Monate Zeit, mich um meine Sachen zu kümmern. Bis dahin muss ich stehen haben. Mhm. Nehmen wir mal an, 3 Monate sind, einfach mal um es zu rechnen, sind 12.000. Und jetzt sagen wir hier, die Beerdigung kostet 8.000 Euro, sprich in der Summe 20.000 Euro. Was müsste ich denn da frei Schnauze in etwa als Arbeitgeber rechnen? Also genauso wie du sagst, es geht hier um den Arbeitgeber. Also der Mitarbeiter selbst kommt die Zusage, das Versprechen des Arbeitgebers, dass dies besteht. Also das ist ein arbeitsrechtlicher Vorgang, in dem der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter in Form von einem Vertrag, einem Nachtrag, einer Betriebsvereinbarung bestätigt, pass auf, lieber Mitarbeiter, das gibt es, das ist für dich im Krankheitsfall oder für deine Angehörigen Todesfall vorhanden. Dann mit dieser Meldung bekommen wir natürlich dann Gehälter oder die gewünschte Summe vom Kunden, also vom Arbeitgeber auch mitgeteilt. Und diese Summe, die wird dann fällig. Also wenn du hergehst und sagst, so eine Größenordnung von 20.000 Euro wäre der Schnitt, dann kommt es natürlich auf die Größe, dann auf die Art des Betriebes. Also es gibt noch ein paar Faktoren, die für uns dann wichtig sind. Aber wenn du den dicken Daumen in die Luft hältst und eine Maßgabe haben willst, rechne bei so einer Größenordnung von 15 Euro im Monat, dann bist du schon, also pro Mitarbeiter, dann bist du schon gut mit dabei. Also für einen Gehaltsaufwand, den du hier hast, ist das in einem sehr, sehr ordentlichen Verhältnis. 15 Euro im Monat pro 10.000 oder 20.000? Nein, für die 20.000. Also für Für den die 20.000. Mitarbeiter mit dem Beispiel, was du mir eben genannt Okay, hast. okay. Also, Entschuldigung, also da würde ich nicht überlegen. Aber es ist ein No-Brainer, ja? Nein, an der Stelle ist es du hast recht, die kaufmännische Entscheidung, glaube ich, die sehr schnell gefällt. Das, was ein Arbeitgeber sich überlegen muss, ist, übernehme ich Verantwortung? Mhm. Also stelle ich mich dem, wie es die Heinke vorhin auch gesagt hat, gebe ich diese Sicherheit meinen Mitarbeitern, und wenn du dich dafür entschieden hast, und dann ist die kaufmännische Entscheidung, ist über ein Versicherungsprodukt zu lösen, was natürlich dann ganz normal steuerlich absetzbar mit allem drum und Mhm. dran. Also es ist eine ganz saubere Geschichte, eine planbare, eine budgetierbare Geschichte, auch vom Volumen her messbar, wenn ich als Betrieb Wachstum anstrebe, was kommt an zukünftigen Kosten auf mich zu. Und diese Planbarkeit und Sicherheit, die können wir darstellen. Plus dem, dass wir natürlich alles drumherum, die Rahmenvereinbarungen und unter Umständen auch die Mitarbeiterinformation dann von unserer Seite als Dienstleistung dann übernehmen. Mhm. Und jetzt muss ich auch noch mal einfach mal aus meiner Erfahrung fragen,
Der Versicherung ist egal, wie ich ums Leben gekommen bin, oder? Ja. Ja, Also deine Frage geht ja wahrscheinlich auf das unangenehme Thema von einem Suizid. genau. Und ja, es ist so, dass also wir keinen Unterschied machen. Also auch im Suizidfall würden wir die Todesfallleistung ausbezahlen. Mhm. Das Einzige wäre, aber das ist eine Sache, die man halt mit dem Interessenten dann besprechen müsste. Also zum Zeitpunkt, wenn die Leute gemeldet werden, müssen die alle im Arbeitsleben stehen und gesund sein. Also das, was wir, aber das ist auch einfach, denke ich, logisch, dass du jetzt schon kranke Leute nicht noch in die Versicherung reinmelden kannst, sondern dass es die halt sein müssen, die jetzt gesund sind. Wenn jemand morgen krank wird oder wenn jemand, ich sag mal, dieses Thema in sich trägt, und dann ist das was wir auch nicht wissen und damit ist es versichert. Aber das wäre das einzige Thema. Ansonsten ist auch ein Suizid im Todesfall versichert, ja. Also, wie gesagt, ich weiß, wofür ich da bei euch gekämpft habe, sage ich ganz ehrlich. War auch keine einfache Geschichte, lieber Stefan. Ja, aber ich sage mal so, mir sind an dieser Stelle einfach die Mitarbeiter und ihre Familien wichtig. Und ich möchte da keinen im Regen stehen lassen, weil ich eben halt auch schon Familien erlebt habe, die dann wirklich nicht nur aus der Wohnung, sondern aus dem Ort wegziehen mussten, weil es vor Ort keine bezahlbare Wohnung in ausreichender Größe mehr gegeben hat. Und dann musste man wirklich 20, 30 Kilometer weiterziehen mit einem ganz anderen Schulumfang und so weiter und so fort für die Kinder. Und ich muss sagen, das möchte ich verhindern. Ja. Ja, ich denke auch, das ist, da kann die Heinke bestimmt noch was dazu sagen, diese Veränderung, wenn du als Arbeitgeber dieser Fürsorge nachkommst. Also wenn du sagst, Achtung, liebe Leute, es gibt hier nicht nur, ich sag mal, Jobbike und kühle Getränke, wenn es warm ist, sondern wir haben ja auch noch an andere Themen gedacht, die jetzt nicht so populär sind, ist es einfach, aber die halt an der Stelle und ich sag mal, keinen, der nicht irgendeinen Todesfall, Familie, Freundeskreis kennt. Also ich glaube, an diesem Thema mit diesem geborgen fühlen, Heinke, das ist schon eine sehr wichtige Sache, oder? Absolut. Also ja, wenn man wirklich dann über Goodies spricht, die eine Firma dann anbietet, ich sag mal, auf einem Arbeitsmarkt, der sowieso an qualifizierten Fachkräften leergefegt ist, da ist es absolut interessant. Und durch solche Angebote kann man sich natürlich wirklich sichtbar ja, herausheben. Ähm, wenn ich da, ich sage jetzt einfach mal als Pflegekraft die Wahl habe äh, zwischen mehreren Stellen und bei dem einen bekomme ich ähm, ja im Prinzip noch verkauft, ja, es gibt feste Dienstpläne und es gibt freies Wasser und der andere sagt mir, pass auf, wir haben uns hier Gedanken gemacht, nicht nur über deinen gesunden Rücken und gegebenenfalls ja, Stressreduktionsmaßnahmen, was auch immer, vielleicht ein bisschen netteren Urlaub und als Sahnehäubchen obendrauf. Wir haben uns schon Gedanken gemacht, was wäre im Fall der Fälle, wenn du jetzt zu Hause wegbrechen würdest, sei es durch einen Unfall, sei es durch plötzliche schwere Krankheit, dann bist du bei uns in guten Händen und da bist du bei uns sicher und da bist du bei uns eine ganze Menge Sorgen, insbesondere dann finanzieller Art natürlich schon mal los. Und ja, da wüsste ich, wo ich unterschreibe. Ganz klar, ja. Also wenn ich da Sachen oder Angebote auf meiner Liste habe, die meine Firma attraktiver machen, dann ist das aber ganz weit oben dabei und es signalisiert natürlich auch Wertschätzung. Äh, das finde ich also unglaublich wichtig und ja, für den Arbeitnehmer auch eine Entscheidungshilfe auf die richtige Seite.
Und das ist was ich auch glaube, beziehungsweise nicht nur glaube, sondern das, was ich ja sehe, ist, dass Mitarbeiter sehr genau hingucken, wenn irgendwas Besonderes in der Firma passiert. Und Oh ja, wenn ein Arbeitskollege verstirbt oder die nicht mehr wiederkommt, weil er schwer erkrankt ist, und die bekommen dann mit, dass da, ich sag mal, der Arbeitgeber finanziell unterstützt, dass der weiter bezahlt und dass die Familie abgesichert ist. Das macht auch in dem Betrieb was, wenn die Mitarbeiter sehen, hey, absolut. nur weil ich jetzt, meistens ja so, du kommst nicht mehr zur Arbeit, dann bist du vergessen. Also Ja, Das Türschild ist schneller abgeschraubt, als man glaubt. Und von der Seite her glaube ich, dass die Wirkung zum einen im Werben der Leute einen großen Unterschied macht, und aber auch, wenn es vorhanden ist und dann auch, ich sag mal, sich zeigt, okay, die Firma, die hat hier was gemacht. Ich glaube schon, dass das eine starke Wirkung hat. Wir ja, hatten gerade eben ein Interview, hatte ich gerade mit der Caroline von Kretschmann. Die ist die geschäftsführende Gesellschafterin im Hotel Europäischer Hof in Heidelberg, ein Fünf-Sterne-Haus. Und für sie gehört das absolut zur Kultur, dass der Mitarbeiter mit allen Themen kommen kann und auch mit solchen Sachen, inklusive, sie sagte auch, wir haben auch schon Mitarbeitern, wo es einfach nicht anders ging, finanziell bei einer Beerdigung unter die Arme gegriffen. Das war für uns selbstverständlich. Und man muss schon sagen, dieses Unternehmen zum Beispiel, das strahlt, hat eine Strahlkraft, das ist beeindruckend. Ja. Ja. Aber eine sehr große Ausnahme, kann ich dir sagen, aus vielen Gesprächen eine sehr große Ausnahme. Ja, nur jetzt drehen wir die Sache andersrum. Gucken wir einfach mal, wie viele Häuser gerade im ganzen Hotel- und Gaststättenbereich haben im Augenblick Probleme mit Personal. Ja, die haben eher das Problem, wen nehme ich? Äh, für manche ist das ein Luxusproblem, aber dazu gehört natürlich auch eine Kultur der Wertschätzung und viel Arbeit dahinter. Und so eine Versicherung, die wir da mit euch ausbaldobert haben. Übrigens an der Stelle, man findet die Einzelheiten und das Meldeformular und kommt dann nicht in irgendeinen, Entschuldigung, Hasenstall nach Irland, sondern man kommt da in genau diese Geschäftszentrale in Laudenbach. Man kommt nämlich zum Uwe Unger und kann dann sagen, das und das sind meine Daten. Wenn man sie eingibt, auf trauerimunternehmen.de/Versicherung. Wir haben es ein bisschen eingedampft, denn das kann man sich auch eher merken, als dann den besonderen Link, den ihr für uns kreiert habt. Ja, ich würde mich freuen, wenn da möglichst viele von diesem Angebot Gebrauch machen. Wir haben auch jetzt mittlerweile schon mal das auch eine Anfrage gehabt. Wir haben gesagt, wie ist denn das mit dem europäischen Ausland? Und da hast du mir ja gesagt, der Versicherungsnehmer muss seinen Hauptsitz in Deutschland haben und dann kann er Dependancen haben, ich sage mal ein bisschen flapsig, wo er will. Aber wie gesagt, die Hauptstelle muss in Deutschland sitzen. Das ist einfach auch eine arbeitsrechtliche Voraussetzung, also auch für uns dann als Versicherung. Ja, flapsig, wo er will, aber einfach melden, wir klären das dann. Es gibt natürlich noch ein paar Einschränkungen aus politischen Gründen wie auch aus wirtschaftlichen Gründen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, ich sag mal rein, raus, was geht nicht. Also das ist gerne Fragen, es ist eine sehr kurze Leitung, es gibt direkt eine Rückmeldung dazu und meistens sind solche Fragen innerhalb von ein paar Minuten geklärt. Ja, und bei dir weiß ich ja, du findest immer eine Lösung. Also da habe ich keine Bedenken. Nein, das ist auch so. Ja, dann will ich die Schlussglocke mal einläuten. Was würdet ihr denn unseren Zuhörern und Zuschauerinnen noch mit auf den Weg geben? Soll ich zuerst oder du, Heinke? du, ich mache es gerne. Äh, also auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Angebot, Instrument, um seinen Betrieb
attraktiver darzustellen und gleichzeitig den Mitarbeitern zu zeigen, Mensch, ihr seid uns wichtig. Egal was, nicht nur das an der Arbeit, auch darüber hinaus. Ihr seid für uns nicht nur eine Nummer, die man ratzfatz austauscht, sondern ihr mit allem, was dahinter steht, seid uns absolut wichtig. Ein besseres Instrument fällt mir in diesem Bereich dazu nicht ein und dazu, ich sag mal, was ich dafür an Versicherungsleistung ist auf die eine Seite bekomme, aber auch an Wertschätzung vermittle. Das ist dann wirklich preiswert. Ja, also wenn du hier Schlusswort haben willst, also ich würde es genauso sehen. Also weg von Geld und Summen und so weiter, sondern es geht um die Einstellung eines Unternehmens. Und wenn das Unternehmen sich das anguckt und sich entschließt und beschließt, wir wollen etwas für unsere Leute machen, dann hat sich ja jetzt über die vielen Jahre einfach etabliert, Betriebsrenten, mittlerweile auch betriebliche Krankenversicherung. Das sind schon Dinge, da fällt es eher auf, wenn ein Arbeitgeber dies nicht tut. Und ich glaube, dass dieses Thema mit der Lohnweiterzahlung und auch in Form von einer Garantie, also nicht nur mündlich, sondern halt auch wirklich dann auch gelebte Garantie. Ich glaube, dass das der nächste Schritt ist, Verantwortung für seine Mitarbeiter zu zeigen. Und ich bin selbst Arbeitgeber. Es muss auch mal sehen, was es mit dir macht, wenn du als Arbeitgeber sagst, so jetzt kann ich sicher sein, wenn morgen jemand kommt von meinen Leuten und ich habe hier eine Witwe vor mir stehen, die mir eine Sterbeurkunde in die Hand drückt, dass ich sagen kann, pass auf, hier ist für die nächsten 3 Monate, brauchst du ja darüber mal keine Gedanken machen. Und ich glaube, an der Stelle, wenn man das verinnerlicht hat, ist der weitere Schritt dann relativ einfach. Aber diese Überzeugung, das zu tun mit der Wirkung, die dies hat, das glaube ich, dass das viele Arbeitgeber treffen wird und viele Arbeitgeber auch ansprechen wird. Und deswegen denke ich, ist eine gute Sache. Ja, viele reden ja vom Onboarding, was man da alles machen muss, damit man die Mitarbeiter in die Firma reinkriegt. Aber wir haben es heute vom Offboarding. Und vielen ist es auch gar nicht bewusst, wie wichtig Offboarding in diesem Moment ist. Aber erinnert ihr beide euch und liebe Hörerinnen, Zuschauerinnen, erinnert euch mal an eure letzte Beziehung, die auseinandergegangen ist. Ihr wisst mit Sicherheit noch, wie sie auseinandergegangen ist. Möglicherweise noch in allen Einzelteilen, aber wahrscheinlich nicht, wie alles angefangen hat. Und ganz klar, in dem Moment, wo ich am Ende sagen kann, mein Arbeitgeber hat noch für mich gesorgt, wenn da die Beziehung auseinandergegangen ist, weil eben halt der Mitarbeiter verstorben ist, das trägt sich in die nächste Generation. Und insofern gut, dass ihr mitmacht, gut, dass wir hier Menschen wirklich helfen können und dass wir hier Unternehmen auch unterstützen können, gute Mitarbeiter zu finden und zu halten. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Wer uns noch schreiben will, der kann gerne entweder hier unter dem Video kommentieren oder er schreibt uns an podcast@trauerimunternehmen.de oder bei dir heißt es ja dann uwe.unger@gotha.de und ja, ich sage mal ganz herzlichen Dank. Danke, Stefan.